بستر يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بستر يا سيدنا يا أصحاب الكرام مدد يا سلطان شيخ عبد الله فيض حسن الشيخ محمد ناظم الأكاني الرباني شيخ محمد آل قدس الرباني بستر يا رجال الله طريقتنا صفا وخير في جميع Then they are saying, they said, Tariqatuna sohba wa khair fi jamia, that the tariqat, it is the gathering. To be together with that one, that sheikh, that Murshid, the guide, to be together with the guide. That is our intention. We are trying to say something through the gathering with the sheikh. Otherwise this gathering has no meaning. Only through the intention to be together with the sheikh. For everyone, you and me, everyone. One is saying something, but it doesn't matter. It's not important. We are all listeners. As we used to say in our concerts, with Sheikh Hai Hussein Hai, we used to say the listener is the performer and the performer is the listener. We are all listening. We try to understand. We have to understand. That is why we have to, everyone must make rabita with the sheikh, everyone, to be free to understand something. If not, or less, then it is, your mind is coming in. Your mind is coming in. You try to understand with your mind. But the intention is that we listen with our hearts and we get something from our hearts. That is the intention. We need, if we are with our mind, the conflict is programmed. Oh my God. Must be. Because mind is from thoughts, this is thinking, and thinking is not without emotions. Thinking and emotions, they are together, or they are triggering each other. And then you start to think something, you interpret what the sheikh is saying. If you listen to his sohbah, you say, oh, this, that, no, this is, can't be. I don't know. If such a thing happening, if you listen to a sheikh, like in the internet, you can listen to the sohbah of Maulana Sheikh Nazim and to the lesson of Sheikh Muhammad. Everyone knows this, I know this, you know this. You are listening to the sohbah and suddenly something coming up. If it is happening like this, within you, take it easy, take a breath, sweetly take a breath. The relief has come, the sheikh is saying something. If you don't understand, and it's just the ego is coming up. Because the sheikh is not speaking from like you are thinking. No, not at all. He's not speaking from book or from any book.
except from Quran, he may confirm with the Holy Quran. Quran is timeless, there is no time, nothing like Quran. Mother of books. Hadith also. The sayings of the Prophet, the dealings of the Prophet, the actions of the Prophet. It is not on that level. It's a different level. The Shaykh, he is speaking what they give to him in that moment. That is something we don't understand, we cannot. We believe it. If you understand this, that means you have the level of the Shaykh. You have the level of the Shaykh, mashallah. You say, oh, how you say, how you can say this? This is not. No, it's different. You don't know psychology, Shaykh? You must know. It's very important. There is Freud, there is C.G. Jung, there is this one, famous one, and there is everything you can explain. You must explain. Okay, explain, no problem. If you can explain, explain. It's okay, if it helps, Bismillah. But the thing is more easy than you think. To get rid of your problems and your contradictions and your prison of thinking, it is more easy than you think, and more direct than you think, and more near than you think. It's like you have a sickness, or some sicknesses. Yes, you have some sicknesses, several sicknesses. I have it here, I have it here, I have it here, I have it here. Every organ is something, you know, I go to the doctor all the time, and I have so many pills. There are so many things. But with one thing, you may finish with all sicknesses. Yes, that is example. You look for a good immune system for your whole body. Some things which you eat and you don't eat, and you eat, and some supplements, and what you need, you look and you take it, and maybe if you are successful in making your immune system really good, all the other sicknesses gone. Is it? Yes. It's a simple example. When you are, and we know also that, or we heard and we believe that the sicknesses, they are coming from the sickness of the soul. Soul sickness is the first thing. There is a condition to be sick, so to say. And if you are going for the soul and you are successful, they clean your soul, and that makes you healthy, also physically. And if you follow the Shaykh, it is more near to you the salvation from your sicknesses, salvation from your prison, salvation from your thinking, that this Zwangsdenken, Zwangsneurose, compulsory thinking. You cannot help it, you have to think, because emotions triggering, and all this, they may take it away in 1 minute. And if you are honest to yourself, many of our brothers and sisters, they will admit that in the Dhikr, they have moments at least, everything is gone from these things.
and sicknesses and illusions and everything is good. Everything is okay. You are in peace. You are in happiness. You are in paradise, actually. For moments, at least. No, everyone he knows. Then, when you leave it, it is coming back. And it helps you. Once you are diving into these mercy oceans which is opening through Dhikrullah, through the remembrance of the one who is the owner of the mercy oceans, you're diving with the Shaykh, with the permission of the Shaykh, with the power of the Shaykh, with the guidance of the Shaykh. He looks for you, you know. Don't go alone. You know the story, I tell it again. There's a Shaykh and the Murid. They are going, traveling. Great Shaykh and his Murid, main Murid. They are traveling together for a long time. They come to a river. No, you know the story. They come to a river and they want to cross the river, but they cannot. The Murid is saying, "Oh Shaykh, I cannot swim." What Shaykh saying also, "I cannot swim. I didn't learn it, but even a sunnah, but I didn't do it. I cannot swim." But it doesn't matter. We go and we try to go over it. I will say, with every step, I will say, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, and inshallah, bi'iznillah, for the heaven, we cross this big river, like an ocean, very big one. And you say, he said to his murid, you say, Ya Shaykh, Ya Shaykh, with every step you say, Ya Shaykh. They say, all right. They start to go. Shaykh is saying, Ya Allah, Ya Allah. And Murid is saying, Ya Shaykh, Ya Shaykh. They go in the middle of the river, coming one thinking, one thought, that special thoughts, coming to the Murid and saying, Allahu Akbar, you know, Allah is great. You know, this is only Allah, you know, La ilaha illallah. My Shaykh saying Allah, Allah. I say also Allah, Allah. What's the difference also? He start also to say, Ya Allah, and just drowned. Blup, blup, weg war er. Immediately he goes down. Shaykh is saying, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, through his miraculous power, he pulled him out quickly. He came up and he said, did I not tell you, you must not say, Ya Allah, you were saying, Ya Shaykh. He said, okay, Ya Shaykh, Ya Shaykh. There is a wisdom. There is a wisdom. Oh, brothers and sisters and egoists, I am the first one. You don't know anything. And you have pride. And it is very difficult institution, your ego. It's a difficult, heavy and very inborn institution, our ego, in ourselves. It is very difficult. It is this pride. It is so inside us, so that the Prophet, he was saying, don't, oh my companions, don't say that you are not proud. Don't say. Because pride is very difficult to see. You cannot see it. It's running through your blood. You don't see it. It's so near to you that you don't see it. You look outside, but it's with you. And you can see a black ant on a black stone in the night more easy than your own pride, he said. That is the reason that you have directly, you must say, it is my mistake. I don't understand now. Maybe I understand. I am quiet. I am try to submit. I have intention. Also I can't do, but I have intention to submit to the Shaykh, to leave it to him.
to leave it to him. To leave it to him and to try to accept the things you hear from the Sheikh and your ego coming up saying, this is. And that means he triggered points of your ego, of our ego. No, he put, and it's coming, bing, alarm, it's coming up. And you have to calm down and you must ask. It is really an asking and a submission and the trust in the Sheikh. Trust in the Sheikh. Even it's very difficult. But as the Sheikh was saying, Sheikh Muhammad was saying, continue with your things. Continue with your dhikr. Continue with your worshipping. Continue with good deeds. What you are doing, a little bit, whatever you do, continue it. Don't cut it off and leave it. Continue. This continuing will bring you to your relief. Then it will happen, inshallah, that you will listen to the Sheikh and you are agreeing and you are his knowledge comes on to you and you are accepting, it is flowing into you. And we will see that it's not only the words, there's flowing so many different things from the Sheikh's heart to your heart. And you may accept, and you feel acceptance, and you feel relief. The ego, this ego institution, this very hard, proud, envious, angry ego institution will melt. It's just melting. It has to melt. And who is melting? The sun is melting this now. Son of Maulana Sheikh's heart will melt us. You must believe, and you have to go into this direction. It will melt you. What a relief. What a relief will come. Oh, what a relief. Finish this prison opening. Light is coming, relief is coming, sweetness coming. Finish. Finish. That is the way. The way is to be nothing, he said always. What is the meaning? There is nothing, but I am something. No, no. Every time less. Physically also our life will go like this anyway. We will die. You will die. There's one thing is sure, nothing is sure. Nothing in this life is sure. Only our death, that is sure. Finish. No thinking, no I want this, I want that. No. I like it, I don't like it. I love that one, I love this one, I never want to leave. No. Finish. Nothing. No. Going. Leaving. And you like to be in the presence of your Lord? To be free in the beauty, to be free in the light, to be free in the wisdom, to be free in the power oceans, mercy oceans, love oceans. You like to be free. You are not taking anything with you. Nothing. Nothing you can take with you. What you want to take? To whom? To what? Who has existence only? What we are saying all the time, La ilaha illallah. This is the truth and the haqq of La ilaha illallah. This is directly coming through our guide, through the Sheikh. That is why it doesn't matter. It's okay. Psychology may help you, and this, you may differentiate these things, that thing. It's okay. Work with it, understand, do, help yourself, help others. It's okay. But you know in the end it is different. You don't want to
fight all the time and think all the time and keep thinking, and the problem is never ending. These things never ending. They have to end, all of them together. And what is giving you contradiction and conflicts, this is within you. Don't worry, it's within you. And it is a test from Allah Almighty. Some say it's a punishment. Yes, you can say punishment, you can say test, it doesn't matter. If you are punished, that is also a test. For what? That you have to keep you have to understand the punishment and carry the punishment. If I did this, coming this. No? Von nix kommt nix, hat meine Mutter einmal gesagt. My mother was saying, from nothing is coming nothing. If you do this, is coming this. If you call it punishment, call it punishment. It's maybe punishment. It's coming. Every action has a consequence. Every action has a consequence. Doesn't matter. If you are in it, you have to accept it. And this is also a test that you have accepted by your patience and your understanding, you must accept. Or you just get a test, he sends you a test, a difficulty, a catastrophe, a sickness, to test you also. Always, the test is always one, you keep your belief and you use it to increase your belief or not. That is all. There is no other test. What is the reason for a test? That is the reason for a test. To increase your iman. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو عزيز غفور. We created life and death to see what action you are doing. Nothing else. Nothing else. This is. So it doesn't matter. It is always in it, and we have to, inshallah, Allah makes us aware of this. And I make a short summarization in German, inshallah, Brüder und Schwestern. Taqabbalallah und Tariqah Sohba wa Khair fi Jamia. Wir haben gesagt, die Medet, die kommen, ja, Sheikh, wir bitten um die Medet. Dieses Zusammensein, und Tariqah ist Zusammensein, so heißt es übersetzt, von Shah und Naqshband. Wir haben gesagt, Tariqah ist Scharia, klar, und es ist Zusammensein auch. Zusammensein mit wem? Mit dem Sheikh. Ursprünglich mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Gefährten mit dem Propheten, ist das gleiche Prinzip, hat sich nie geändert, ist immer das gleiche Prinzip. Allah ändert es nicht, es ist bis heute so. Dein Zusammensein mit dem Gottesfreund. Ja, das ist der Schlüssel. Weil der Schlüssel ist, mit dem Propheten zu sein. Auf dem Weg zum Propheten brauchst du den Sheikh. Kannst nicht zu Allah direkt kommen, auch nicht zum Propheten direkt, es ist zu groß, es ist zu groß, es ist zu groß. Und wir können nicht mit unserem ungereinigten Wesen uns vereinigen mit dem Propheten. Ja. Das ist okay, die Sehnsucht zum Propheten, das ist alles erlaubt. Liebe zum Propheten, Sehnsucht zum Propheten. Aber Allah hat dies so eingerichtet, nicht irgendeiner hat sich das ausgedacht. Allah subhanahu wa ta'ala hat es so eingerichtet, über seine Freunde zum Propheten, zu ihm. Und seine Freunde sind die mit uns direkt sind. Die Akteure, die dich reinigen, die reinigen uns. Die bereiten uns vor. Die bereiten uns vor. Die helfen uns rein zu werden. So rein, dass wir zum Propheten als Licht, zu seinem Licht kommen. Und dann so in Allahs Gegenwart und inshallah. Das ist der Weg. Und wenn der Sayyidi, deswegen bitten wir um die Unterstützung
Und was war das Hauptthema? Nicht mit dem Ego zuzuhören. Wie? Ja, genau. Ja, Sohbat ist also eben auch mit dem Sheikh zu sein. Richtig, ja, das ist das Hören. Ja, Sohbat sagt man ja landläufig und so allgemein, das ist Sohbat die Ansprache vom Sheikh, so. Und wir sagen Sohbat. Aber es ist eigentlich das Zusammensein. Und das ist das Wichtigste, ist das Zusammensein. Wenn der Sheikh was sagt, dann hören wir zu. Wir versuchen zuzuhören. Oder aufzuhören, haben wir mal gesagt in unseren Konzerten. Aufhören. Da habe ich immer gesagt zu den Leuten, jetzt hört doch mal zu. Nee, hört nicht zu, hört auf. Aufhorchen. Auf. Auf ist wunderbar. Erstmal du hörst auf, du ergibst dich, dann machst du auf. Also aufhören ist wunderbar. Ist viel besser als zuhören. Ich höre jetzt mal richtig zu. Da bin ich auch schon ganz zu. Ja, du musst aufhören. Aufhören heißt mit dem Herzen hören. Und Rumi hat gesagt, das haben wir auch immer damals gesagt in unseren Konzerten, Rumi hat immer gesagt, der Redner oder der Performer, wir haben damals Musik gemacht, der ist der Hörer und die Zuhörer oder Aufhörer, die Hörer sind selber die Performer, sind die Akteure eigentlich. Alle sind Akteure, alle hören zu, kein Unterschied. Kein Unterschied, das ist unser Niyat. Kein Unterschied, wir hören alle. Alle machen Rabita mit dem Sheikh, jeder einzelne von uns. Und diese Rabita, die hilft uns und garantiert uns einen gewissen Erfolg sozusagen. Ja, die lässt uns, jeder macht die Rabita, versucht im Herzen frei zu werden, damit wir alle irgendwas hören. Alle das hören, was der Sheikh uns unser Herz gibt. Darum geht's. Das vermeidet, wenn dem so ist, hilft das zu vermeiden, weil wir sind im Kopf. Und der Sheikh sagt was und der triggert, wie wir heute so schön sagen, der triggert bestimmte Punkte in uns, Ego-Punkte, die kommen hoch bei bestimmten Sachen. Ich kenne das sehr gut von mir, ich weiß nicht, ich denke, jeder kennt das von sich. Ja, bestimmte Sachen, oh, jetzt Shaitan, was ist das? Shaitan. Nur Teufel und das. Gibt es nichts dazwischen? Psychologie, es ist eine feine Sache, ganz fein abgestimmt. Alles. Das ist nur Shaitan und nicht. Dann bin ich schon auf 100. Ja. Passiert mir. Muss ich zugeben, vor allen Leuten. Sie kommt hoch. Und dann habe ich schon ein bisschen trainiert, jetzt zu sagen, dann, ja, okay, langsam, kurze Pause, Notbremse, einstellen und kurz machen. Okay, Sheikh, inshallah kommt noch die Einsicht. Ja, das ist das Nafs, das muss passieren. Ja, das kommt hoch. Und es ist nur das. Es ist nur das. Weil der Sheikh spricht nicht von der Ebene. Der spricht nicht von der Ebene. Der spricht von einer anderen Ebene. Der ist richtig verbunden. Wir machen unsere kläglichen Versuche hier. Der ist hundertprozentig, spricht er vom Himmel. Der seine Strömung, seine Strahlung, alles das, was er sagt, ist direkt vom Himmel. Und durch sein Herz und durch sein Wesen und durch seine Aufgabe wird das gekleidet in Worte. Es wird gekleidet in Worte, damit er zu uns sprechen kann. Ja? Und das Gleiche mit dem Propheten passiert so, sallallahu alaihi wasallam. Er hat es übersetzt. Dann haben die Ungläubigen gesagt, ja, wieso schickst du, ja Allah, der ist von uns hier und dem sollen wir jetzt hier, ist jetzt plötzlich unser Prophet? Nee, kann nicht sein. Warum? Schick uns einen Engel, dann glauben wir dir. Ja gut, schick einen Engel, weil wenn der Engel kommt, dann erstens sehen die den nicht, weil sie ihn nicht sehen können, und dann spricht er nicht, der Engel weiß auch nicht, was er sagen soll, der spricht nicht die Sprache von denen. Was soll denn da runterkommen? Ja Allah, schmeiß Hirn vom Himmel. Ja Allah. Geht nicht.
Ja, und der Scheich, der spricht so. Der spricht so. Und egal, was du verstehst, ob du was verstehst von seinen Worten jetzt, von diesen Worten und den Gedanken, ob du was von verstehst oder nicht, ist jetzt im Moment nicht wichtig. Oder ja oder nein und dies und das. Wichtig ist dieses Sohbat, Zusammensein. Du bist mit seinem Herzen bist du zusammen. Und da kommen die Sachen. Und du musst das nicht beurteilen jetzt, wenn du es hörst. Und sagen, oh Jesus, das kann ich sagen, damit konnte ich jetzt übereinstimmen, aber damit jetzt mal nicht. Nee, du stimmst nicht mit Teilen des Koran überein und mit anderen Teilen stimmst du nicht überein. Alle sind so drauf. Ich kann den Koran, ja, also das ist das aber nicht, das ist ja furchtbar. Was verstehst du vom Koran? Was verstehst du vom Koran? Nichts. Nichts. Wenn ich nichts sage, ist das zu viel. Geh zum Heiligen, der die tiefste Rangstufe, die unterste Rangstufe vom Heiligen, vom Gottesfreund, der sagt dir 24.000 Bedeutungen von einem Vers. Großzügig ist von einem Buchstaben auch. 24.000 Bedeutungen. Die kannst du erstmal alle anhören, dauert eine Weile. Und dann kannst du sagen, ich verstehe was oder ich verstehe nichts. Deswegen, du musst alles akzeptieren, alles. Du kannst nicht sagen, das ist nicht auswählen. Ja, das machen wir. Das versucht unser Ego und Shaitan. Ja, jetzt sage ich wieder Shaitan. Ja, der ist nämlich immer dabei. Ja, der ist diese Power, diese stolze Power. Der hat diesen Stolz. Verstehst du? Du hast diesen Stolz. Wir haben diesen Stolz. Jeder hat von Shaitan seinen Anteil. Und wir haben diesen Stolz, den haben wir. Und Neid. Ja, du bist neidisch auf deinen Scheich. Ihr nicht, ich bin neidisch auf Maulana Scheich. Ja. Hast du es gedacht? Nee, ich auch nicht. Aber es ist so. Ja, du hast einen Neid. Ja, du sagst, oh, warum kann ich nicht so sein wie der? Ja, und der hat so viele, die lieben den alle so und so. Und dann könnte ich doch auch so einer sein, so ein Scheich. Dann würden die sagen zu mir, Scheich Hassan. Sprach der Scheich zum Emir, zahlen wir oder geh mir. Sprach der Emir zum Scheich, gehen wir lieber gleich, ohne zu zahlen. Ja? Haben wir drin. Ein Heiliger hat noch Neid. Entschuldigung. Das beweist die Aussage von Großscheich Abdullah Faiz Darastani, der gesagt hat, wenn ich den Heiligen bestimmte Sachen eröffne und davon spreche, dann schneiden die mir was durch? Meine Kehle. Boah, ja wirklich boah. Ja, das ist Großscheichs Aussage, die Maulana uns überliefert hat. Wenn ich von bestimmten Sachen, wenn ich die aufmache, dann tun die Heilige, wie gesagt, es ist, Mashallah, und alles Gründe, einfach still zu sein, wenn der Scheich spricht, sozusagen, wenn du Lesson hörst, auch im Internet, das ist alles noch lebendig. Dann merkst du, das sind lebendige Worte. Hat eine Lebendigkeit, die ist nicht in unserem Bereich, unserem normalen Bereich. Und wenn wir angestoßen werden und da kommt diese Abwehr und jene Abwehr, dann müssen wir einfach wissen, es ist vom Nafs und einfach runterfahren und warten und bitten, dass Allah uns das nimmt. Und es ist okay, sich mit Psychologie und mit den einzelnen Sachen zu beschäftigen. Und da gibt es auch Methoden und Hilfen, die uns helfen. Das ist gar keine Frage. Das kann man alles machen, das ist okay. Aber es ist wie mit einer Krankheit. Wenn du viele Krankheiten hast, überall an allen möglichen Stellen,
dann kann ich ja als Beispiel jetzt nur, wenn ich jetzt mein Immunsystem total in Ordnung habe, durch sehr gute und hundertprozentig super Ernährung, das ist nämlich die Basis von Gesundheit, jetzt körperlich, Ernährung, Tibber Nebewi, der große Sayyidina Mohammed hat darüber Bücher, gibt es Bücher von Sayyidina Mohammed darüber. Ja, du hältst das alles ein, sagen wir mal, und dein Gesundheitssystem, das Immunsystem ist total perfekt, dann bist du gesund, dann hast du alle Krankheiten weg. Die ganzen Knie, Fuß, Herz, Lunge, alles Kopf, Ohren, alles Mögliche, ist dann automatisch natürlich gesund. So ist es auch im Geistigen. Und dann wissen wir, dass die Krankheiten natürlich ursprünglich von der Seele kommen, vom seelischen Dilemma. Vom seelischen Dilemma kommen die Krankheiten. Von den seelischen, wir können sagen, der Prophet hat es auch so dargestellt, hat gesagt, Unbalance, das Ungleichgewicht. Es geht um Balance, es geht um Harmonie. Harmonie, Balance, darum geht es. Ja, das ist Balance, du musst Balance. Essen ist Balance. Seelisch ist Balance. Charakter ist Balance. Ausgleich, Harmonie. Dann ist, sagen wir, gesund. Harmonie ist Gesundheit. Gesundheit gleich Harmonie. Wenn du viele psychische Probleme hast, Traumata hast, die ganzen, die wir alle haben, das Nafs, was eine sehr heavy, sehr schwere und intensive und üble und undurchschaubare Institution ist, wegen dem Stolz, den man nicht sehen kann, der im Blut einfach fließt, Neid, ja, es ist richtig drin, ganz schwer, kann man nur durch Dua, dass Allah dir das wegnimmt und dass der Scheich dir hilft und für dich betet und du auch betest selber zu Allah, dass das weggenommen wird. Und wenn du dem folgst und wenn du der Sache folgst, dann und dabei bleibst, ja, und immer mit dem so viel wie möglich, immer kontinuierlich dabei bleibst, dann kommt der Punkt, wo das anfängt zu schmelzen, wo deine Hingabe kommt, wo die Aufgabe kommt, wo du aufgibst. Wo der Ärger, diese ständige Rebellion, wenn du sagst, oh, das ist jetzt aber nee und jetzt passiert irgendwas, ich möchte irgendwas, jetzt muss ich jetzt das, muss ich jetzt machen und ach, jetzt kommt der und, nee, jetzt aber nicht. Das kann ich nicht. Du willst was machen und hast es schon längst vorgenommen. Schon heute Morgen habe ich mir schon vorgenommen. Und jetzt 17 Uhr, jetzt ist 17 Uhr. Jetzt kommt der da, jetzt kommt der plötzlich an. Allah hat dir jetzt eingeschickt, einen Bruder geschickt zu dem Zeitpunkt. Du kannst das jetzt nicht machen, was du vorhattest, jetzt kommt der. Das ist von Allah, das ist der Wille Allahs. Du hast deinen Willen, da ist innerlich schon Holland in Not. Dann sagst du vielleicht, na gut, dann sitzt du eben so, na gut. Nee, du musst dich freuen, richtig freuen und ohne irgendwas, da darf nichts mehr sein. Da muss Relief kommen und die kommt. Wenn das schmilzt, das ist wie ein sehr, sehr harter, unglaublich harter, glaubt man nicht, wie hart diese Substanz von dem Nafs ist. Und das muss geschmolzen werden, richtig geschmolzen. Anders geht es nicht, bevor die Erleichterung, bevor die Erlösung sozusagen kommt. Ja, und die kommt nur da. Und wenn du davon einen Atom mal hast, und das muss jeder bestätigen hier, wird jeder bestätigen, schätze ich mal, dass er in einem Zikr, im Zikrullah und auch mit dem Scheich, als wir mit dem Scheich gesessen haben, als der Scheich hier war und Scheich Mohammed und Scheich Nasim, als wir mit denen gesessen haben, da hatten wir Momente, der ein oder andere Momente, sagen wir mal mindestens, wo er wirklich in Frieden war und wo die Gedanken weg waren. Ich hatte es fast jeden Tag in Damaskus. Ich kam jeden Tag von der Schule, von der Sprachschule kam ich nach oben, da hatten die dann immer schon die Lesson von Maulana Sheikh Nasim angefangen, kam ich immer ein bisschen zu spät, war schon mal Adapsis, aber das wusste ich ja alles nicht. Und dann habe ich mir gedacht, heute fragst du das und das. Ich hatte eine ganze Liste von Fragen. Und dann kam ich zum Sheikh,
da rein in die Sohbat und dann habe ich mich hingesetzt, habe ich einen Zettel schon rausgeholt oder habe ich gedacht, jetzt wusste man. Es war nicht wirklich ein Zettel hier drin. Und dann nach 3 Minuten waren die Fragen weg. Wenn der mich gefragt hat, was wolltest du fragen, hätte ich nichts mehr gewusst. Keine einzige. Nicht eine einzige. Ich wollte was fragen. Ich weiß genau, dass ich vorhin was fragen wollte, aber im Moment habe ich keine Fragen. Dieses Erlebnis hat jeder gehabt. Im Sikr, auch jetzt im Sikr oder irgendwie in einer Anbetung, in der Sohbat, ich weiß nicht, diese Momente hat jeder. Das sind die. Die muss man festhalten, kannst du nicht festhalten auch, aber in diese Richtung, dieser Geschmack, den du da hast, dieser Geschmack, den muss man verfolgen. In dieser Süße muss man hingehen und das hilft nicht, da hilft immer nur, wenn die Rebellion hochkommt, muss man sagen, okay, da ist es wieder, ja, inshallah warten, bis es weggeht. Ja, und es geht nur so. Du kannst die Sachen nicht im Kopf lösen. Es geht nicht. Das ist nicht Kopf, das ist Herz. Ja. Und du wirst getestet. Ja? Wir haben es mit dem Test noch gesagt, da ist Test und auch Bestrafung. Ja, Bestrafung, ja, der sagt ruhig, kann man ruhig sagen Bestrafung. Ja, da kommt ja auch Ego sofort hoch. Ja, Strafe ist ja gar nicht. Ja, und überhaupt nicht. Ja, das ist Bestrafung. Bestrafung heißt, eine Konsequenz zu ertragen von deinen Handlungen, von unseren Handlungen. Das ist nichts ohne Bestrafung, leider. Also das ist heavy. Ja, es ist wirklich. Weil es kann sein, dass du gegen Ende deines Lebens sagst, ich habe noch nie richtig geglaubt. Nach 70 Jahren Leben, 80 Jahren Leben sagst du, und es kann sein, warum nicht, und es wird vielfältig sogar so sein, ich habe noch nie geglaubt. Ja, wenn du kurz vorm Sterben bist, kann sein, dass die Rahma kommt. Vorher ist dein Ego zu groß, du lässt das nicht zu. Zum Schluss kommt's, vielleicht, wenn du glücklich bist, wenn du einer der Glücklichen bist. Vielleicht in den letzten 7 Atemzügen, wo du schon im Koma liegst. Keiner hat mit dir mehr Kontakt, niemand hat Kontakt mit dir, liegst im Koma, die warten alle, dass du gehst. Sheikh Wenni hat gesagt, kann sein in den letzten 7 Atemzügen, und der war nicht Muslim oder irgendwas überhaupt. Allah gibt ihm aufgrund, weil er irgendwas gemacht hat, weil er mal einen Vogel gerettet hat, wie bei Sayyidina Omar, oder irgendwas, was Allah gefallen hat, oder er hat mal Salam Alaikum gesagt, aus Spaß. Für einen Funken Liebe, den er irgendwo versteckt da hat, gibt er ihm, unterrichtet ihn in einem von seinen letzten 7 Atemzügen das komplette Programm ins Paradies einzusetzen. Das Programm von Sayyidina Mohammed, das Programm von Islam, das Programm von allen Propheten, das Programm vom Glauben, von allem, von Islam, von Iman, von Ihsan. Das Ganze macht ihn perfekt und schickt ihn ins Paradies. Ja? Warum nicht? Das ist die Sache. Deswegen mit dieser Haltung müssen wir dem Sheikh zuhören. Ja. Diese Sachen sind alle lösbar. Ein Moment, ein Atom seiner Liebe, ein Geschmack, der löst alle Traumata, die du je hattest. Die sind alle weg. Die sind alle weg. Zack, weg waren sie. Ja, dann kommen sie nochmal wieder. Ja, wir sind immer auf diesem Weg, aber das ist immer schon auf dem richtigen. Eines Tages sind die ganz weg, inshallah. Ja, möge Allah uns helfen, inshallah. Und uns dieses Verständnis, inshallah, erweitern in unseren Herzen durch die Baraka von unserem Sheikh und für die Ehre vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Wa anallahu tawfiq bi hurmatil Fatiha. Amin.
Taqabbalallah.